Was machen wir? Was machen wir heute? Wir haben ja schon lange versprochen, dass wir mal ein Einmessvideo machen. Und ich habe mir gedacht, wir stellen hier so einen Leierturm hin. Turm. Packen uns da oben einen schönen Beam rein, also eine Traverse, dass wir einen kleinen Anschlagspunkt haben. Und dann können wir hier draußen mal ein bisschen was aufbauen. Nils Mein ist noch dabei, der ist heute ganz motiviert. Geile Karre, gell? Das ist sein Auto, er war recht glücklich, da hat er richtig Tränen geweint, wo wir ihn die gekauft haben. Das ist ja nicht mal sein einziges. Das ist nicht mal sein einziges, hat mehrere Fahrzeuge. Nee, die Presse nicht, die besteht noch aus Spachtel. Also wir machen heute ein geiles Einmessvideo. Wir wissen noch nicht, wie immer, ob es 1 oder 2 Teile wird. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Weil ich stopp nie die Zeit, es gibt immer nur Produktionsleiter, die mich dann nerven. Bist jetzt langsam mal fertig. Kannst du dich jetzt mal ein bisschen beeilen? Ich würde dann gerne essen gehen. Ich hoffe, derjenige fühlt sich angesprochen. Haben dafür ein bisschen Material rausgeholt. Ich wollte eigentlich nur 4 Scheiben V aufhängen. Da Nils dabei ist, muss man natürlich 8 aufhängen, dass wir mal 8 Stück auch mal hängen haben hier. Warum auch immer. Haben sozusagen V8, V12 als Line Array hier, haben einen kleinen Bass dazu gemacht, weil das vollkommen reicht zum Messen und zum Zeigen, und haben noch 2 Y7P, womit wir einmal einen Frontfill simulieren werden und einen Outfill, dass man wisst, wie man das einmisst, wie man da das Delaying macht. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen auf EQs ein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt erstmal nur Delay machen. Das sagt mir dann hier der Produktionsleiter von Videos. Alles, was die Leute wissen müssen. Alles, was die Leute wissen müssen, okay. Von A bis Z. Und wir werden jetzt sozusagen anfangen damit. Wir vermessen jetzt einmal die Fläche hier ganz grob, dass wir das bei ArrayCalc reinplanen können einmal. Gehen dann mit euch rein und dann machen wir bei ArrayCalc ein ganz kurzes Short, wo wir einfach die Speaker schnell reinpacken und für die Endstufen sozusagen einmal alles vorkonfektionieren. Ja, ansonsten haben wir unser Stage Rack dabei, das FOH-Rack, dass wir das hier schön aufbauen können mit einmal Glas hin und her, dass wir einen schönen Einmessplatz dann haben. Und dann würde ich sagen, fange ich jetzt einmal an mit Messen. Wir simulieren sozusagen eine PA-Seite und gucken uns jetzt hier einmal die Fläche an, wie tief und breit sie ist. Ich bräuchte theoretisch noch einen ganz kleinen Spalt, weil das reicht ja vollkommen aus, um das Array zu winkeln. Und dann ist sozusagen auch so ein How to Splay Your Array. Das hört sich professionell an. Das hört sich professionell an und es ist gar nicht so schwierig. Zumindest nicht mit 8 Schachteln. Können damit auch jetzt Leute was anfangen, die kein Line Array haben, die jetzt nur eine Klar. Line irgendwo stehen haben? Das Einmessen selber funktioniert dann Ist immer gleich. Genau gleich im Prinzip. Es ist nicht immer gleich, die Positionen sind immer ein bisschen anders, je nachdem wie man sich entscheidet natürlich auch, wo man was hinhaben will. Gerade so mit Bus-Arrays und so ist es immer noch mal was anderes. Aber wir simulieren das jetzt erstmal als eine einfache Rechts-Links-Aufstellung. Meistens zieht man ja die Bässe bis unter die Line-Arrays auch drunter oder sogar weiter. Mit einem Outfill, Infill und einem Main-Hang. Outfill leider halt nur mit einer Y7P. Aber ich denke, das reicht fürs Prinzip aus. Dann werden wir Nils dann nochmal schnell hier hochschicken, dass er die ein bisschen höher einhängt, dass wir das schön dazu curven können. Oder curven, winkeln. Und dann geht's jetzt los. Genau, lass mal einen winkeln. So, jetzt sind wir zurück in unserem Büro und ich habe auch schon, wie im letzten Video gesagt, was jetzt übermorgen hochgeladen wird, habe ich jetzt meinen neuen tollen Tisch. Den hat Tom gebaut in 2 Wochen langer Arbeit und sein inklusive. Kann ja Nico, machst du noch so einen kleinen Tischbrauch? Ja, machen wir. Na klar. Na klar. So, das ist sozusagen die Benutzeroberfläche von ArrayCalc. Ich arbeite ja auch mal mit L-Acoustics und Meyer. Es ist alles irgendwo ähnlich von Funktionen. Klar, weil die Line Arrays und so auch alle ähnlich gewinkelt werden. Gibt es nicht so viel Unterschied, außer halt wie man es bedient. Der grundsätzliche Weg ist ja immer als erstes, dass man Schritt 1. Schritt 1. Okay. Erstmal Druck ablassen. Als erstes legt man sich die Zuhörerflächen an. Das ist bei D&B schöner gemacht als bei L-Acoustics auf jeden Fall, weil da vergisst man dann einfach mal die Höhe von dem Ohr einzugeben und bei D&B ist es einfach automatisch drin. Dann hat man hier so eine lustige Fläche, die kann man sich dann auf das passende Maß ziehen oder hier drüben eingeben. Man kann auch Trapeze machen oder halt so runde Zuhörerflächen, wenn jetzt irgendwelche Stadien sind. Wir haben jetzt eine ganz einfache Fläche. Die Tiefe, die wird Nils uns jetzt sagen. Was ist die? 24 Meter. 24 Meter, genau. Geben wir hier 24 Meter ein und sieht man, dann wird das gleiche viel länger. Schön D&B, man kann nicht hin und her scrollen. Ah, jetzt. Kann das jetzt auch noch benennen mit, keine Ahnung, GA für General Admission, also die Hauptfläche sozusagen. So kann man auch die ganzen Tribünen und so beschriften. Ich mache das gerne dann auch in einem passenden Color Code.
Und jetzt kommt schon der erste, hat sich übernommen, jetzt kommt schon der erste Pro-Skill, der eigentlich Geld kostet, aber heute nicht. Der ist wirklich, hat mir mal einer gezeigt von D&B, damit kann man sehr viel Rechenleistung für das Array Processing sparen. Um ganz kurz Array Processing also was das ist, das gleicht sozusagen den Frequenzabfall und die unterschiedlichen Frequenzverläufe über die Entfernung aus und auch die Pegel. Also man kriegt damit ein sehr homogenes von vorne bis hinten Klangbild und auch ähnliche Lautstärken, beziehungsweise man kann einstellen, wie viel dB es abfällt auf die Verdopplung der Entfernung. Und da gibt es einen geilen Trick. Der funktioniert eigentlich sehr gut, den mache ich eigentlich immer. Man macht diese Fläche, unterteilt die in 3 Bereiche. Das heißt, ich nehme das jetzt, schiebe mir das hier auf 5 Meter ungefähr. Das heißt, die Fläche ist dann 19 Meter lang und fängt bei 5 Metern an. Dann dupliziere ich mir das, mache die vordere Fläche, die startet bei 0 Metern und fängt dann bei 5 Metern an. Und natürlich auch y0. Und dann kann man das mit der hinteren Fläche auch noch machen. Ich sehe jetzt gerade, es ist vielleicht ein bisschen groß für die Fläche hier. Ja, wir lassen es erstmal so. Kann das genauso duplizieren und macht sich dann den hinteren Bereich, wo es dann nicht mehr so laut sein muss. Setze ich jetzt mal auf 18 Meter. Und dann ist es natürlich auch nur noch 6 Meter lang. Und y auch auf 0. Und jetzt müssen wir diese Fläche natürlich noch verkleinern um 6 Meter. Das heißt auf 13 Meter. Und dann haben wir jetzt hier unsere 3 Flächen. Hier unten sieht man immer den Höhenschnitt. Also wenn man jetzt unebenen Untergrund hat, der wirklich in irgendwelche Richtungen abfällt, kann man das dann noch ein bisschen anpassen, weil es natürlich entscheidend ist, ob die Ohren von hier aus da stehen und da stehen. Ich mache mir das Color Code dann immer noch so, dass ich einmal vorne das auf Gelb mache. Oh, jetzt habe ich es falsch genommen. Vorne das mache ich auf Gelb. Achso, das ist noch falsch sortiert. Deswegen ist auch eine Beschriftung immer sehr hilfreich. Deswegen machen wir hier mal GA Front. Dann ist das GA Mid, Back. Und GA Mid. Kann sich das dann noch so schön sortieren, dass es auch passt, und dann lässt sich das auch hier viel leichter machen. Ich mache mal gelb, dann grün und als letztes Cyan. Theoretisch kann das auch jeder jetzt mitmachen, also man kann das 1:1 mitmachen mit uns. Ach cool. Die Software ist kostenlos, man muss sich nur bei D&B anmelden. Wir können das dann auch mal für andere Software zeigen, falls es irgendjemand interessiert. Jetzt hat man hier seine Farben. Wir haben das alles festgelegt, dass das Listening Types sind. Also die Fläche ist sozusagen eine Zuhörer, keine Struktur. Sie ist überall in der Show drin und sie ist transparent. Finde ich immer schöner, wenn man Speaker irgendwie unter der Ebene hat, unter den 1,70 Bit besser. Das ist immer sehr praktisch. Okay, dann können wir in den Punkt Sources gehen. Da können wir die unterschiedlichen Lautsprechertypen und Arten und was man auch immer reinhaben möchte, reinmachen. Da gibt's alle oder Da musst du dir die anlegen? Alles, was von D&B ist. Alles direkt. Na gut, macht integriert. Sinn, wenn das Programm. Das darf hier nicht so ein Werbevideo werden. Nee. Die bezahlen keinen Cent. Als erstes fange ich immer an, das Array reinzumachen. Das würde ich jetzt mal nehmen. Ganz kurz nochmal zu der vorigen Fläche. Wir haben jetzt die Fläche hier einfach auf 10 Meter gemacht. Wir werden sozusagen in diesem Bereich, das wird der Bereich für uns sein. Wir bauen sozusagen die rechte Seite vom Line Array nach. Hier unten die Seite wird unrelevant sein. Das heißt, wir nehmen hier V, haben uns ein Line Array hinzugefügt. Das können wir natürlich auch gleich schön beschriften. Bei mir ist das immer Main Array für das Hauptarray. Dann wählt man hier den Typ aus, kann dann hier sagen 8 Stück. So, dann hat man sich 8 Line Array Module ausgewählt. Jetzt stehen wir leicht hinter der Zuhörerfläche. Der Tower ist ja sozusagen unsere Nulllinie. Wir stehen ungefähr in der Mitte, oder? Das heißt, bei einem 207er Gerüst haben wir dann einen Meter nach hinten. Also verschieben wir die X-Achse um -1 Meter, dass das Line Array ein bisschen nach hinten bekommt. Und dann brauchen wir noch die Höhe, die Nils hoffentlich notiert hat. 5,70 Meter. Ich meine jetzt zuerst heraus. Die warten nur auf halb orange. Also Nils wird uns jetzt die Höhe sagen. 5,70 Meter. Und da ziehen wir einen halben Meter oder 60 cm ab für den Motor.
Also wir hängen es einfach auf 5 Meter. Dann kann man hier bei Framehöhe 5 Meter eingeben. Dann rutscht das Line Array sozusagen automatisch runter. Und dann schieben wir die Line Arrays jetzt noch auseinander. Das würde ich jetzt hier über die Y-Position machen. Sieht man dann, wie die langsam aufgehen. Da hast du auch schon direkt den Abstrahlwinkel. Genau, da sieht man sozusagen den horizontalen Abstrahlwinkel. Der ist hier in der Ansicht ein bisschen irrelevant, weil dies ja dann gecurved ist und das sich natürlich auch mit dem Curve ein bisschen verändert. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt zumindest. Dann gibt es so einen tollen Knopf, den würde ich aber niemals empfehlen. Der heißt Calculate Display Angles automatisch und das funktioniert nie gut. Wenn ich da drauf drücke, würde jetzt einfach nur Knetsch rauskommen. Genau, es ist okay, man kann es machen, damit kann man wahrscheinlich auch was beschallen, aber man sieht hier unten schon bei dem Soundlevel, dass das nicht das Ergebnis ist, was wir wollen. Wir wollen das ja schon die physische Box genau an die Position bringen, wie wir sie haben wollen und auch die Winklung genauso machen und nicht zu viel über die Software machen. Deswegen würde ich jetzt hier einmal die Winkel anpassen, so wie ich denke, dass sie geil sind. Ja, man sieht jetzt sozusagen mit jeder Winklung, wie sich die Lautstärke verhält. Auch mag ich so diese Dusche von oben nicht so gern. Also wenn das unterste Modul dann gefühlt schon so steht. So, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Jetzt kann man noch mal gucken, ob man hier hinten ordentlich einschlägt. Kann da auch immer, wenn man hinten keine großen Reflexionsflächen hat, kann man hier auch noch mal ein bisschen drüber gehen. Ja, dann schiebt man sich das alles hier noch mal ein bisschen nach hinten. Wenn man diese Reichweite braucht und will. Ich würde empfehlen, nie mehr als 2 0-Grad-Winkel zu machen. Bei GSL und KSL und so, wo es diesen Compression Mode gibt, da hilft das Compression schon so ein bisschen, weil durch diese Zusammenziehen man schon mal einen Grundwinkel von 0,3 Grad hat. Nico, du zitterst. Ja, ist scheiß schwer, mein Toaster hier. Versuchst du bei der Linie irgendwas Bestimmtes zu erreichen? Genau, ich versuche die Linie so gerade wie möglich zu bekommen. So, jetzt versuchen wir hier noch ein bisschen. Das ist natürlich jetzt ein sehr kleines Line Array. Man sieht ja auch hier in der Ansicht, wo die Punkte unterschiedlich einschlagen. Das Problem ist jetzt durch die Höhe, die man natürlich jetzt noch hat, die geringe Höhe, ist es relativ gerade. Ich würde es nicht zu gerade empfehlen, weil das Problem ist, dass man die Low-Mids dann sonst nicht mehr hier unten hinbekommt, weil die dann zu sehr bündeln. Ich finde es immer schöner, wenn es ein bisschen mehr aufgesplayt ist. Aber ich denke, das ist doch jetzt hier schon mal ganz gut. Das machen wir ein bisschen weniger. Ein kleines bisschen mehr. Ja, so finde ich es erstmal ganz okay. Dann kann man in dem Punkt direkt in diesen Array Processing Bereich gehen und hier dann festlegen, wie viel Lautstärkeabfall will ich bis zu dem Punkt immer bei der Verdopplung der Distanz. Okay, ich mache da meistens dann immer erstmal als Test und 1, 2 und 3 rein. Je nachdem, wie man es natürlich auch will. Man kann über diese unterschiedlichen Array-Slots zum Beispiel auch sagen, okay, Bühne ist jetzt, also die GA ist nur halb voll, dann lasse ich hinten vielleicht ein bisschen mehr abfallen, weil es muss ja nicht sinnlose Schallmissionen irgendwie geben. So, und dann kann man das hier drücken, so wie man es gern hätte. Und ich bin immer so der Meinung, so maximal eine gelbe Lampe, 2 gelbe Lampen geht auch noch. Danach geht es dann irgendwann auf die Systemleistung. Diese Punkte kann man, diese Level Drops kann man natürlich auch noch verschieben, je nachdem wie man das benötigt. Und kann dann hier sagen, ich sage immer, wie viel es auf Leistung oder auf Perfektheit geht. 11 ist meistens nie gut, 5 ist manchmal ein gutes Maß, das funktioniert meistens funktioniert auch am besten 0, habe ich so die Erfahrung gemacht. Deswegen machen wir das jetzt einfach mit 0. Sozusagen gutes Mittelmaß, stellt hier die Temperaturen ein, die man hat und die Luftfeuchte. Dann berechnet er das durch. Das wäre sozusagen ohne Array Processing, das ist mit Array Processing. Man sieht, das ist wesentlich besser. Und auch da durch die unterschiedlichen Farben, die wir uns gemacht haben, können wir jetzt sehen, welcher Bereich wie gut gerade gezogen ist. Man sieht sozusagen den gelben Bereich im vorderen Bereich, das ist nicht ganz so plan wie der mittlere und hintere Bereich. Das ist aber nicht schlimm, weil wir hier vorne mit einem Frontfill alles auffüllen werden. Ich benenne das dann immer noch. Das ist jetzt mein Array Processing mit 0 sozusagen als Einstellung hier. Und dann kann man es schon zumachen. Und dann kann man sich mal in der 3D-Visualisierung das mal angucken, was da der Unterschied ist. Das ist mit Array Processing und jetzt machen wir den Slot aus.
das ist ohne. Boah. Ja, hier starke Überhöhung, hinten Abfall. Es büßt immer ein bisschen Leistung ein, aber dafür kriegt man es halt wesentlich gleichmäßig an. So, als nächstes wollen wir dann ein Sub-Array ist vielleicht falsch. Wir simulieren das jetzt natürlich nur mit einem Subwoofer. Aber wir werden jetzt einfach mal hier, ich werde das jetzt einmal zeigen. Wir haben B4 Subs draußen. Jetzt mal als Beispiel einfach mal 8 rein, dass man das einmal zeigen kann. Ich sage immer, oder es steht ja auf den D&B-Lautsprecher hinten drauf, 60 cm ist der Mindestabstand zwischen einzelnen Speakern, außer sie sind übereinander gestackt. Man kann aber, ich gehe maximal bis zu 1 Meter, dann fängt die Bündelung manchmal dann an schon komisch zu werden. Das ist für SL-Sub, damit baue ich meistens keine Sub-Arrays, weil B4 ist natürlich jetzt nicht der Subwoofer für irgendein fettes Sub-Array. Gehen jetzt mal hier auf 8 Meter, dann zeigt uns das hier automatisch an, was die Abstände sind zwischen den Bässen und bis zu welcher Frequenz man sozusagen noch diese Kontrolle hat, bis zu welcher Frequenz halt die Bündelung funktioniert. Können wir hier sogar noch ein bisschen breiter machen. Und dann sieht man hier bis 120 Hertz. Ich sage immer, je nach Sub und je nachdem, was die Konfiguration ist, muss man gucken, wo die Übergangsfrequenz ist. Bei einem GSL und einem SL-Sub natürlich viel, viel niedriger, als wenn man jetzt einen Y hinhängt mit einem B22. Das sind dann, denke ich, viel Erfahrungswerte. Wir gehen jetzt mal zurück wieder auf 2, weil es geht ja hauptsächlich um das Sub-Alignment. Gehen hier auf eine Breite von 5 Metern, dass wir genau unter dem Line Array sind. Haben es jetzt sozusagen genau unter das Line Array positioniert. Ich finde immer schön bei den ganzen D&B-Speakern dieses 100 Hertz Preset, finde ich immer sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Benennen uns das jetzt natürlich nochmal um in Sub oder andersrum, Main Sub. So, dann als nächstes wollen wir ja ein Infill machen. Dazu nehmen wir uns Point Sources. Wir haben jetzt draußen stehen Y-Serie, 2 Stück, weil es wieder symmetrisch ist. Wir nehmen wie gesagt nur eine Seite. Das stellen wir jetzt leicht nach innen versetzt. Das heißt, ich würde es jetzt mal auf 3 Meter Breite machen. Dann muss man sich einmal die Höhe einstellen. Ich habe einen Frontfill gern bei 2,10 Meter. Da muss man natürlich immer darauf achten, ob es problematisch dann ist für irgendwelche Sichtachsen. Ich mache auch beim Frontfill immer den Cut rein und auch gerne den HFA-Filter, den finde ich auch sehr schön. Was machen die beiden? Der cuttet sozusagen die Bässe weg, dann hat der Lautsprecher mehr Leistung, also nicht mehr Leistung, aber mehr Lautstärke, weil die Bässe nicht mitmachen muss. Und der HFA? Der HFA ist sozusagen für, wenn ein Lautsprecher sehr nah an einer Person steht, dann ist der Lautsprecher meistens noch sehr spitz. Deswegen macht man den rein, dann wird es alles ein bisschen weicher, ein bisschen angenehmer. Krass. Kann ihn aber auch auslassen, weil wir messen sowieso immer jede Lautsprechergruppe einzeln nochmal ein und ziehen die uns erst einmal auf 0. Ich mache dann meistens noch einen kleinen vertikalen Winkel rein, dass die so leicht nach unten gedreht sind, dass die ersten Reihen das abkriegen und man nicht sinnlos über die Köpfe hinausschießt. Und ganz wichtig ist auch die richtige Box auszuwählen. Wir haben eine Y7P. Und zwar hochkant, also die 75 aktuell breit, weil das Horn nicht gedreht ist. Und wir nennen uns das jetzt hier noch um in ein Frontfill. Großschreiben alles. Dann machen wir jetzt noch einmal mit Y7P. Ist jetzt nicht ganz so wie in der Realität. Machen wir uns noch einen Outfill. Gleich benennen. Nehmen da auch die Y-Serie, 2 Stück. Diesmal machen wir den Abstand auf 7,50 Meter, dass es außerhalb vom Line Array steht. Können hier gleich die Höhe auch mit sagen, auch 2,10 Meter. Und den Vertical Aim können wir hier einfach mal auf 0 lassen, weil ein Outfill ja eher dazu da ist, um seitlich weit entfernte Bereiche abzudecken. Sieht man schon, kommen die auf die Außenposition und das muss man natürlich jetzt nach horizontal ausrichten, nach außen. Nehmen wir jetzt mal 35 Grad, dass wir nicht zu viel Überschneidung haben mit dem Hauptarray. Das können wir uns jetzt hier einmal angucken. Jetzt haben wir sozusagen hier einmal das Main Array, den Subwoofer, das Frontfill und das Outfill. Den Outfill würde ich jetzt im besten Fall natürlich auf die Höhe von dem Line Array ziehen. Das werden wir draußen durch das Gerüst nicht ganz darstellen und man versucht immer bei einem Line Array, auch wenn das
wenn der Outfill ein Line Array ist, das auf die gleichen Höhen zu bringen, entweder oben oder unten. Da muss man sich immer die Kurve angucken, sodass man das Alignment von den 2 Arrays schön hinkriegt, dass das schön gleichmäßig dann läuft. So, und jetzt haben wir schon unsere Lautsprecher eigentlich alle drin, die wir brauchen für unseren kleinen Testaufbau. Man könnte jetzt hier auch mit Pegeln und so noch arbeiten. Das würde ich jetzt einfach mal rauslassen. Ich glaube, es geht eher um das Messen vor Ort. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal so eine Masterclass. Oh ja. Das wäre mal geil. Ich auch Lust drauf. Und das gibst du dann quasi dem, der es aufbaut, damit er weiß, wo was hinkommt. Genau, oder wir bauen es selber auf, wie wir es ja schon oft gemacht haben. Ja. Aber der hat damit seine Position. Bei D&B kann man das auch rauslassen und dann in Vectorworks oder Capture Planner einfügen. Man kann das Ganze mit den Loads natürlich auch machen, um zu sehen, in welchen Punkt muss ich rein, wie viel Gewicht hat das und so weiter. Genau, gibt es auch noch hier so schöne Rigging-Plots. Aber es wird das jetzt schon an die Lautsprecher dann irgendwie geschickt, weil da hast ja die Filter da zum Beispiel reingemacht. Genau, das machen wir jetzt. Das kommt jetzt genau als nächster Punkt, da hast du genau einen guten Punkt aufgegriffen. Ja. Jetzt gehen wir in den Punkt Devices. Aha. Dafür ist aber wichtig, dass man vorher überall alles richtig ausgewählt hat. Da wir draußen D80 stehen haben und der Standard-Amp immer noch D80 ist, bleiben wir auch hier bei D80 überall. Was erzählst du? Danke. So, jetzt können wir hier bei Devices reingucken, sehen das hier einmal schön schon aufgedröselt, Main Sub, Frontfill, Outfill und die 2 Line Arrays. Da kann man sich immer relativ einfach machen und sagt, linke Seite ist 001, rechte Seite, die wir brauchen, ist 1.01. Endstufen konfigurieren lassen. Das sieht gut aus. Wir schicken alles digital hin. Und dann entsteht automatisch ein Link zu den Endstufen. Wir brauchen sozusagen 2 D80 für die Seite, erste und zweite D80 und das ist dann das, was wir jetzt nicht brauchen, das wäre dann die andere Seite. Dann kann man das mit dem Frontfill genauso machen. Frontfill ist bei mir immer 301. 301. Dann haben wir hier auch Speaker-Kanäle. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das für unseren Testaufbau gut hinbekommen. Wir müssen hier die eine Linie leider cutten. Wir brauchen ja nur eine Seite. So, ich habe jetzt hier sozusagen so eine Dummy-Endstufe reingemacht, wo wir immer die andere Seite einmal mit linken können, dass uns das dann keine Fehler wirft. Das ist sozusagen jetzt die Endstufe, die wir draußen noch mit benutzen. Das ist jetzt einmal das Frontfill. Dann kann man das beim Outfill genauso machen. Das kann man hier auch so physisch linken. Den zweiten Kanal. Und dann bei Main Sub haben wir den Sub auf unserer Seite, machen den auf dem dritten Kanal und linken das hier mit unserem Dummy, den es dann jetzt in dem Projekt nicht gibt. Und damit haben wir sozusagen die Ausgänge alle konfiguriert und gehen jetzt sozusagen einmal in den Rider, um zu gucken, ob die Inputs passen. Wir haben jetzt sozusagen hier die rechte Seite genommen. Dann gucken wir, dass bei der rechten Seite der richtige Input ausgewählt ist. Dann können wir das beim Frontfill, das kriegt den zweiten Eingang. Können wir beide einfach reinmachen. Dann der Outfill bekommt hier den dritten Eingang. Und der Sub bekommt den vierten Eingang. So, und damit ist dann hier oben alles grün, ready for R1. Und dann kann man direkt rüberspringen in R1 und kann das File direkt reinladen. Was ist denn R1? R1 ist sozusagen dann die Live-Software, womit wir dann konfigurieren können. So, dann heißt es jetzt, es ist immer ganz wichtig, nicht sein altes Array-Calc-File zu bearbeiten, sondern dann... Haben das alle großen Lautsprecherhersteller? Oder ist das wirklich... Schon, ja. Das ist ja cool. So, dann mache ich dann immer Moon-Test minus R1, dass ich weiß, es ist das R1-File und Speicher ist das, dann kann ich das schließen. So, jetzt können wir hier sozusagen in unser R1-File reingehen. Fragt er uns, ob wir die Remote Views machen wollen. Die erstellt er uns dann einmal alle und dann sehen wir sozusagen hier schon alle Gruppen, die wir erstellt haben. Wir können das theoretisch hier konfigurieren und können uns hier alle möglichen Schalter und so bauen. Wir gehen dann direkt ins Tuning und ab dem Punkt gehen wir dann raus und machen draußen weiter.
Das heißt, du nimmst dann einen Laptop mit, wo das Programm offen ist? Ja, genau. Oder ich schick's rüber auf den Mac Mini, den ich sonst dran habe. Das ist alles kein Problem. Das war's. Dann sehen wir uns draußen. Sehen wir uns draußen. So, das war der erste Teil. Wir sehen uns dann in 1 oder 2 Wochen im zweiten Teil. So, eine kleine Sache haben wir noch, um auch vielleicht noch mal ein kleines bisschen was zurückzugeben. Nils kam vorhin an mit dem kleinen Peli und hat gesagt, guck mal, hier ist noch ein Messmikrofon drin. Und das ist einfach mein erstes Messmikrofon-Set, was ich damals hatte, womit ich angefangen habe. Das ist nicht mehr die originale erste Soundkarte. Die hatte ich dann später irgendwann mal noch nachgekauft. Aber sozusagen mit dem Mikrofon habe ich einfach angefangen vor ein paar Jahren. Als kleiner Bub. Als kleiner Am Bub. Wickeltisch. Genau. Ja, und wir dachten uns einfach, da ich es eh nicht mehr benutze und nicht mehr brauche, weil ich eigentlich immer den Prodigy mitschleppe, verlosen wir das. Und geben mal ein bisschen was zurück. Das ist hier mein altes MM1. Das ist noch im super Zustand, da ist wirklich gar nichts dran. Das habe ich auch immer in Ehren gehalten. Und ich weiß ja auch, wie es immer ist am Anfang, wenn man mit irgendwas anfängt. Gerade in der Veranstaltungstechnikbranche ist es alles so fucking teuer. Und vielleicht bekommt jemand, der Bock hat auf Systeme, auf PA-Systeme und fängt an mit Einmessen und wird vielleicht irgendwann mal mit einer der Besten und hat das mit meinem Set gemacht. Das wäre krass. Das wäre übelst geil. Und ich sehe da auch noch eine schöne Kiste, die da. mit Genau, dabei das ist. Peli gibt es dazu. Das ist sozusagen, das gehört dazu. Das war auch, ich glaube, eine meiner ersten Pelis. Ja, dazu noch eine Evo 4. Das ist auch mega. Und ich lasse auch die Kabel einfach drin, womit man den Loopback macht und das Mikrofon anschließen kann. Hat 48 Volt. Das war super. Das war übelst geil. Steckst einfach an, bist fertig, brauchst keinen Strom zum Messen. Geil. Ich wünsche demjenigen, der es gewinnt, viel Spaß. Vielleicht machen eine Instagram-Story. Ja, dann würde ich sagen, kommentiert mal mit dem Hashtag, was machen wir für ein Hashtag? Messset. Der wird jetzt hier eingeblendet. Ja. Du liebst dich für sowas, Von gell? unserem Einblend-Team. Genau. Also kommentieren mit Hashtag Messset, liken und natürlich auch abonnieren. Nico kontrolliert das, der ist da immer ganz scharf im Blick. Auf jeden Fall. Und dann wünsche ich viel Spaß und teilt uns gerne die Erfolge mit damit. Gibt sogar noch, man kann sich glaube ich sogar das Kalibrierungsprotokoll schicken lassen. Oh ne, ich habe das sogar noch. Ich habe das noch, können wir auch noch dazu tun. In Das diesem Peli Sinne. gibt es wie gesagt dazu. Da hat Nico hat jetzt kurz geblutet. Ah, ich brauche eins für meine Objektive. Das ist wirklich schön, da habt ihr Du was kann- Feines. Du kannst ja mitmachen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mal gucken, ob ich gewinne. Nein, es wird dann keine naheliegenden Leute hier verlost. Viel Spaß und bis bald.